Hallo und herzlich willkommen zurück beim German Vibes Podcast. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Ohne Stress und ohne langweilige Grammatiklisten. Und mit kleinen Fehlern. Genau, Denn Fehler gehören zum Lernen dazu. absolut. Ich bin Lukas. Und ich bin Mia. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Macht es euch bequem, nehmt euch einen Kaffee oder Tee und lernt mit uns Deutsch. Mia, ich habe heute eine wichtige Frage für dich. Oh nein, wenn du so anfängst, klingt das immer gefährlich. Keine Sorge, die Frage ist ganz einfach. Na gut, frag. Hast du schon einmal Deutsch gesprochen und plötzlich war dein Kopf komplett leer? Nur einmal? Also mehr als einmal? Lukas, ungefähr 1000 Mal. Wirklich? Natürlich. Ich wusste genau, was ich sagen wollte. Die Wörter waren irgendwo in meinem Kopf, aber als ich sprechen musste, Sind die Wörter verschwunden? genau, einfach weg, als hätten sie Urlaub gemacht. Das kenne ich sehr gut. Man sitzt im Unterricht, versteht die Grammatik, lernt Vokabeln und denkt, ja, mein Deutsch wird immer besser. Und dann kommt ein echter Deutscher auf dich zu und fragt etwas. Und plötzlich denkt dein Gehirn, Systemfehler. Viele Deutschlernende kennen dieses Gefühl. Oh ja, im Unterricht läuft alles super. Aber draußen auf der Straße ist alles anders. Jemand fragt, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Und obwohl du die Antwort kennst, sagst du, Oder du lächelst nervös. und hoffst, dass die Person weggeht. Das Problem ist, viele Menschen denken, dass sie zuerst perfekt Deutsch sprechen müssen. Aber das ist unmöglich. Niemand spricht am Anfang perfekt. Nicht einmal Kinder sprechen perfekt. Das stimmt. Kinder machen ständig Fehler. Aber Kinder haben keine Angst vor Fehlern. Genau. Ein Kind sagt etwas Falsches und spricht einfach weiter. Erwachsene machen einen kleinen Fehler und denken 3 Tage darüber nach. 3 Tage? Na gut, 3 Jahre. Das stimmt leider. Ich erinnere mich an einen Schüler. Erzähl. Er lernte schon seit 2 Jahren Deutsch. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, er verstand Podcasts, Videos und einfache Bücher. Klingt gut. Aber sprechen wollte er nicht. Warum? Er sagte immer, mein Deutsch ist noch nicht gut genug. Oh, diesen Satz höre ich oft. Sehr oft. Und was ist passiert? Eines Tages musste er in Deutschland ein Brot kaufen. Eine wichtige Mission. Sehr wichtig. Man darf niemals ohne Brot nach Hause kommen. Genau. Also ging er in die Bäckerei. Und dann? Er wollte sagen, ich hätte gern 2 Brötchen. Klingt einfach. Ja, aber plötzlich wurde er nervös. Oh nein. Und weißt du, was er gesagt hat? Ich habe Angst vor der Antwort. Er sagte, ich möchte 2, kleine Brote-Babys. Brote, Babys? Ja, Und was hat die Verkäuferin gemacht? sie hat gelächelt und ihm 2 Brötchen gegeben. Sie hat ihn verstanden. Genau. Das ist der Punkt. Man muss nicht perfekt sprechen. Kommunikation ist wichtiger als Perfektion. Viele Lernende vergessen das. Ja, sie bauen im Kopf perfekte Sätze. Und während sie noch denken, Ist das Gespräch schon vorbei? das ist wie beim Fußball. Interessant. Erklär mal. Wenn du 10 Minuten über den perfekten Schuss nachdenkst, Ist das andere Team schon 3 Tore geschossen? genau, Also lautet die Regel heute, hör auf einzufrieren. und fang an zu sprechen. Auch mit Fehlern. Auch mit Akzent. Auch wenn du nervös bist. Denn Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, trotz Angst zu sprechen. Weißt du mir, was die meisten Menschen später bereuen? Was denn? Nicht die Fehler, die sie gemacht haben, Sondern? die Chancen, die sie nicht genutzt haben. Das gefällt mir. Mir auch. Liebe Zuhörer, wenn ihr Deutsch lernt und manchmal einfriert, dann seid ihr nicht allein. Fast jeder Sprachlernende erlebt das. Der Unterschied ist nur, Manche warten auf Perfektion,
Und andere fangen einfach an. Und genau diese Menschen machen oft die größten Fortschritte. Denn Sprachen lernt man nicht nur mit Büchern, Sondern mit Gesprächen, mit Fehlern mit Mut, und manchmal auch mit ein bisschen Chaos. vor allem mit Chaos. Also atmet tief durch Habt keine Angst vor Fehlern, und sprecht einfach Deutsch. denn jedes Gespräch macht euch stärker. Wort für Wort Satz für Satz. und Schritt für Schritt. Mia, weißt du, wann Menschen am häufigsten einfrieren? Bei Prüfungen? Auch, aber besonders in echten Gesprächen. Oh ja, im Unterricht kann man ruhig sprechen. Denn dort hat man Zeit zum Nachdenken. Aber draußen im echten Leben läuft die Zeit weiter. Genau. Niemand drückt auf die Pause-Taste. Leider nicht, das wäre praktisch. Stell dir vor, du sprichst mit jemandem und sagst plötzlich: Moment, ich muss erst die Grammatik wiederholen. Und die andere Person wartet einfach 10 Minuten mit einem Kaffee in der Hand. Und sagt: Kein Problem, ich warte hier. Das wäre schön, aber die Realität sieht anders aus. Deshalb haben viele Menschen Angst vor spontanen Gesprächen. Besonders am Telefon. Oh nein, das Telefon. Warum klingt deine Stimme plötzlich so traurig? Weil Telefonate mein Endgegner sind. Du bist Sprachlehrer und hast Angst vor Telefonaten? Natürlich. Am Telefon sehe ich das Gesicht der anderen Person nicht. Das stimmt. Keine Gestik, keine Mimik, keine Hilfe. Nur Worte. Und wenn ich etwas nicht verstehe, denke ich sofort: Bitte wiederholen Sie das langsam. Und wer hat nach 4 Stunden Sprachunterricht noch Lust auf mehrere Telefonate? Ich glaube, viele Zuhörer kennen dieses Gefühl. Definitiv. Aber weißt du, was interessant ist? Was denn? Viele Lernende sprechen Deutsch sehr gut. Und merken es gar nicht. Genau, sie unterschätzen sich selbst, Warum machen Menschen das? weil sie sich nur auf ihre Fehler konzentrieren. Und nicht auf ihre Fortschritte. Richtig. Wenn jemand vor einem Jahr kein Deutsch sprechen konnte und heute einfache Gespräche führt, Dann ist das ein großer Erfolg. auch wenn noch Fehler passieren. Fehler gehören dazu. Weißt du noch, als du eine neue Sprache gelernt hast? Natürlich. Warst du immer selbstbewusst? Überhaupt nicht. Wirklich? Lukas, ich erinnere mich noch an eine peinliche Situation. Oh, jetzt wird es interessant. Ich wollte einmal im Ausland sagen: Ich habe Hunger. Und? Stattdessen sagte ich etwas völlig anderes. Was denn? Ich sagte aus Versehen: Ich bin ein Kartoffelsalat. Ein Kartoffelsalat? Ja. Nicht hungrig, nicht müde, sondern Kartoffelsalat. Frag mich bitte nicht, wie das passiert ist. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben gelacht. Oh nein. Aber weißt du was? Was denn? Danach hatte ich weniger Angst vor Fehlern, Warum? weil ich gemerkt habe, ich lebe noch. Das ist ein guter Punkt. Viele Menschen behandeln Fehler wie eine Katastrophe. Dabei sind Fehler einfach Teil des Lernens. Genau. Niemand lernt Fahrradfahren, ohne hinzufallen. Und niemand lernt Sprachen ohne Fehler. Ich sage meinen Schülern oft: Was sagst du ihnen? Sprich schlecht Deutsch, aber sprich Deutsch. Das gefällt mir. Denn schlechtes Deutsch heute ist besser als perfektes Deutsch in 5 Jahren. Wow, das war tief. Danke. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Nur manchmal? Sehr lustig. Weißt du, was vielen Menschen hilft? Nein, erzähl. Kurze Sätze. Stimmt. Viele Lernende wollen sofort komplizierte Sätze bilden. Und dann frieren sie ein. Genau, dabei reichen oft einfache Sätze. Zum Beispiel: Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Ich komme aus Marokko. Ich mag Kaffee. Fast jeder mag Kaffee. Nicht jeder. Wer mag keinen Kaffee? Diese Menschen existieren wirklich. Unglaublich. Das Wichtigste ist, sprecht mit den Wörtern, die ihr schon kennt. Ihr braucht nicht 1000 Wörter. 100 aktive Wörter können schon sehr viel verändern. Und mit jedem Gespräch wächst euer Wortschatz. Genau wie Muskeln im Fitnessstudio. Oh, jetzt sprechen wir über Sport.
Keine Sorge, nur theoretisch. Gut, ich dachte schon, du willst morgen joggen gehen. Morgen? Nein. Und wann? Nächste Woche vielleicht. Das sagen Menschen seit 2018. Ich fühle mich plötzlich angegriffen. Nur ein bisschen. Liebe Zuhörer, wenn ihr manchmal einfriert, denkt daran, Euer Ziel ist nicht Perfektion. euer Ziel ist Kommunikation. Denn jede Sprache lebt durch Gespräche. Und jedes Gespräch beginnt mit einem einzigen Satz. Habt also Mut. Macht Fehler Lernt daraus. und sprecht weiter. Denn Schweigen bewirkt keine Sprache. Aber sprechen schon. Lukas, wir haben schon darüber gesprochen, warum Menschen beim Sprechen einfrieren. Genau. Angst vor Fehlern, zu viel Nachdenken und der Wunsch, perfekt zu sein. Aber jetzt kommt die wichtigste Frage. Welche? Wie kann man aufhören einzufrieren? Ah, die Millionen-Euro-Frage. Falls jemand 1 Million Euro übrig hat, wir akzeptieren Spenden. Natürlich nur für die Bildung. Und für Kaffee. Vor allem für Kaffee. Also Lukas, was ist dein erster Tipp? Ganz einfach. Sprecht langsam. Das überrascht viele Menschen. Ja, denn viele glauben, dass gutes Deutsch schnelles Deutsch ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn man nervös ist, spricht man oft schneller. Und dann macht man mehr Fehler. Ich erinnere mich an einen Schüler. Oh, eine Geschichte. Er war sehr nervös, wenn er Deutsch sprechen musste. Was ist passiert? Eines Tages stellte ich ihm eine einfache Frage. Welche? Wie war dein Wochenende? Klingt harmlos. Ja, aber plötzlich sprach er unglaublich schnell. Wie schnell? So schnell, dass sogar die Deutschen ihn nicht verstanden haben. Das ist beeindruckend. Nach einer Minute sagte ich, atme erst einmal. Und? Dann sprach er langsam. Und plötzlich war sein Deutsch viel besser? Genau. Das zeigt etwas Wichtiges. Was denn? Viele Menschen können mehr Deutsch, als sie glauben. Aber die Nervosität versteckt ihre Fähigkeiten. Ganz genau. Weißt du, was ich auch oft sehe? Nein, erzähl. Viele Lernende übersetzen jeden Satz im Kopf. Oh ja. Sie denken zuerst in ihrer Muttersprache Dann übersetzen sie alles Wort für Wort. und bis der Satz fertig ist, Ist das Gespräch schon vorbei. genau. Ich habe früher auch diesen Fehler gemacht. Wirklich? Natürlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich dachte, du wärst ein deutscher Sprachroboter. Nein, aber morgens ohne Kaffee funktioniere ich wie ein kaputter Roboter. Das glaube ich sofort. Heute versuche ich direkt in der Sprache zu denken. Das ist ein guter Tipp. Am Anfang ist das schwierig. Aber mit der Zeit wird es leichter. Zum Beispiel kann man im Alltag kleine Dinge auf Deutsch denken. Wie zum Beispiel, ich trinke Kaffee. Das Wetter ist schön. Ich bin müde. Das letzte sage ich jeden Montagmorgen. Nur montags? Okay, auch dienstags. Und mittwochs? Lukas, wir müssen nicht über jedes Detail sprechen. Verstanden. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, sprecht laut mit euch selbst. Viele Menschen finden das seltsam. Aber es hilft wirklich. Ich spreche manchmal mit mir selbst. Wirklich? Ja, Und was antwortest du dir? meistens gute Sachen. Gut zu wissen. Aber im Ernst, Selbstgespräche können sehr hilfreich sein. Zum Beispiel beim Kochen. Jetzt schneide ich die Tomaten. Ich brauche Salz. Wo ist mein Löffel? Diese Sätze sind einfach. Aber genau solche Sätze benutzt man im Alltag. Und je öfter man spricht, Desto natürlicher wird die Sprache. viele Menschen warten auf den perfekten Moment. Aber der perfekte Moment kommt oft nie. Das ist wie mit Sport. Oh nein, schon wieder Sport. Keine Sorge, nur ein Beispiel. Gut, ich war schon nervös. Wenn jemand sagt, ich beginne nächsten Montag Dann kommt der Montag? und plötzlich heißt es nächsten Montag. Das passiert erstaunlich oft. Sehr oft. Beim Sprachenlernen ist es genauso. Viele sagen, ich spreche Deutsch, wenn ich B2 habe Oder C1. oder C2. Und irgendwann wartet man für immer. Dabei ist die Wahrheit ganz einfach. Man lernt sprechen durch Sprechen. Nicht durch Warten, Nicht durch Perfektion, nicht durch Angst. sondern durch Übung. Liebe Zuhörer, vielleicht macht ihr Fehler. Das ist normal. Vielleicht vergesst ihr Wörter. Das passiert jedem. Vielleicht seid ihr nervös. Auch das ist normal. Aber jedes Mal, wenn ihr trotzdem sprecht, Wird die Angst ein kleines bisschen kleiner.
Und euer Selbstvertrauen wird größer, Denn Mut wächst nicht durch Denken, sondern durch Handeln. also wartet nicht auf den perfekten Moment. Denn vielleicht ist dieser Moment genau jetzt. Hört auf einzufrieren. Und fangt an zu sprechen. Mia, wir haben heute viel über Angst gesprochen. Ja, und ich glaube, viele Zuhörer erkennen sich darin wieder. Definitiv. Aber weißt du, was ich interessant finde? Was denn? Die meisten Menschen haben keine Angst vor der Sprache, Sondern? vor der Meinung anderer Menschen. Oh, das stimmt. Viele denken, was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Oder was denken die anderen über mein Deutsch? Genau. Aber ehrlich gesagt, die meisten Menschen denken viel weniger über uns nach, als wir glauben. Das ist wahr. Jeder Mensch denkt meistens über seine eigenen Probleme nach. Zum Beispiel darüber, was er heute essen soll. Oder warum er um 3 Uhr morgens plötzlich Lust auf Pizza hat. Bitte hör auf. Warum? Jetzt habe ich Hunger. Es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Du lächelst gerade. Vielleicht ein bisschen. Weißt du, was ich oft von Lernenden höre? Was denn? Die Deutschen werden bestimmt über meine Fehler lachen. Und stimmt das? Meistens überhaupt nicht. Genau. Die meisten Menschen freuen sich sogar, wenn jemand ihre Sprache lernt. Das sehe ich auch so. Natürlich gibt es manchmal ungeduldige Menschen. Aber die gibt es in jedem Land. Ganz genau. Und ganz ehrlich, auch Muttersprachler machen Fehler. Oh ja. Manchmal verspreche ich mich sogar im Unterricht. Wirklich? Natürlich. Ich bin kein Wörterbuch. Das überrascht mich. Warum? Ich dachte, du schläfst mit einem Grammatikbuch unter dem Kopfkissen. Nein, das wäre unbequem. Vielleicht ein kleines Grammatikbuch? Lukas, Okay. weißt du, woran mich das erinnert? Nein, woran? An eine lustige Geschichte. Jetzt wird es interessant. Vor einigen Jahren sprach ein Schüler mit einer deutschen Familie. Und? Er wollte sagen, ich bin aufgeregt. Ein nützlicher Satz. Ja, aber statt aufgeregt sagte er, ich bin gefährlich. Gefährlich? Ja, Das ist ein kleiner Unterschied. ein sehr kleiner Unterschied. Nur das ganze Gespräch wurde plötzlich spannender. Und wie hat die Familie reagiert? Sie hat gelacht. Ausgelacht? Jein, sie haben freundlich gelacht. Und danach? Danach haben sie ihm das richtige Wort erklärt. Perfekt. Genau so lernen wir Sprachen, Nicht durch Perfektion. sondern durch Erfahrung. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Ich habe Angst vor der Antwort. Wenn ich ein Wort nicht kannte, habe ich aufgehört zu sprechen. Das machen viele Lernende. Heute mache ich etwas anderes. Was denn? Ich erkläre das Wort mit anderen Wörtern. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Zum Beispiel, wenn ich das Wort Regenschirm vergesse. Was sagst du dann? Das Ding für Regen. Nicht perfekt? Aber verständlich. Genau. Kommunikation ist wie ein Puzzle. Manchmal fehlen ein paar Teile. Aber das Bild ist trotzdem erkennbar. Das ist ein schönes Bild. Danke. Heute bin ich philosophisch. Vielleicht liegt es am Kaffee. Sehr wahrscheinlich. Liebe Zuhörer, wir möchten euch etwas sagen. Habt keine Angst davor, komisch zu klingen. Jeder klingt am Anfang komisch. Das ist normal. Wenn ihr wartet, bis euer Deutsch perfekt ist, Werdet ihr vielleicht für immer warten. aber wenn ihr heute sprecht Werdet ihr morgen besser sprechen. und übermorgen noch besser. Sprachen sind kein Sprint. Sie sind eher wie ein langer Spaziergang. Mit Pausen. Mit Fehlern. Und manchmal auch mit lustigen Missverständnissen. Wie ich bin gefährlich. Oder Kartoffelsalat. Bitte erinnere mich nicht daran. Zu spät. Diese Geschichte lebt jetzt für immer im Podcast. Ich bereue bereits alles. Aber genau solche Momente vergessen wir nie. Und oft lernen wir gerade durch sie am meisten. Also, liebe Zuhörer, Macht Fehler. lacht darüber. Lernt daraus. Und vor allem, Hört auf einzufrieren und und fangt fangt an an zu zu sprechen. sprechen. Mia, ich kann kaum glauben, dass wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind. Ich weiß, die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Aber ehrlich gesagt finde ich unser heutiges Thema sehr wichtig. Das finde ich auch, denn ich glaube, fast jeder Sprachlernende kennt diesen Moment. Welchen Moment? Den Moment, in dem das Gehirn plötzlich sagt, heute arbeite ich nicht. Oh ja, man kennt die Wörter, man kennt die Grammatik und plötzlich Ist alles weg. einfach verschwunden. Wie meine Motivation fürs Fitnessstudio. Welche Motivation? Genau. Liebe Zuhörer, wenn euch das passiert, seid ihr nicht allein. Ganz im Gegenteil. Fast alle Menschen erleben das beim Lernen einer Sprache.
Sogar Menschen, die heute sehr gut Deutsch sprechen. Viele glauben, dass gute Sprecher niemals nervös sind. Aber das stimmt nicht. Der Unterschied ist oft nur, dass sie trotz Angst sprechen. Genau. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Und jedes Gespräch macht euch ein kleines bisschen mutiger. Weißt du, Lukas, woran ich mich noch erinnere? Bitte sag nicht Kartoffelsalat. Doch, genau daran. Oh nein, nicht schon wieder. Liebe Zuhörer, falls ihr Teil 2 gehört habt, ja, ich habe mich einmal aus Versehen Kartoffelsalat genannt. Und diese Geschichte wird niemals sterben. Leider. Aber sie zeigt etwas Wichtiges. Nämlich? Dass Fehler nicht das Ende der Welt sind. Genau. Heute lachen wir darüber. Damals war es mir peinlich. Und heute ist es eine lustige Erinnerung. Deshalb möchten wir euch sagen, Habt keine Angst vor Fehlern. habt Angst davor, niemals zu sprechen. Denn Schweigen verbessert keine Sprache. Sprechen schon. Und wisst ihr, was schön ist? Was denn? Ihr müsst nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Nicht einmal Lehrer. Nicht einmal wir. Besonders nicht wir. Sprich für dich selbst. Ach wirklich? Wer hat sich nochmal Kartoffelsalat genannt? Lukas. Okay, ich höre auf. Vielleicht. Vielleicht macht mir Sorgen. Liebe Zuhörer, wir möchten euch heute eine kleine Herausforderung geben. Ja, Spricht diese Woche mindestens einmal Deutsch. mit einem Freund. Mit einem Lehrer. Mit einem Kollegen. Oder einfach mit euch selbst. Ja, Selbstgespräche sind erlaubt. Ich spreche manchmal mit mir selbst. Und gewinnst du die Diskussion? Nicht immer. Dann ist dein anderes Ich vielleicht intelligenter. Das war gemein. Ein kleines bisschen. Aber im Ernst. Jede Minute sprechen ist wertvoll. Auch wenn ihr Fehler macht. Auch wenn ihr nervös seid. Auch wenn ihr manchmal einfriert. Denn jedes Gespräch ist Training. Und jede Übung bringt euch weiter. Vielleicht merkt ihr es heute noch nicht. Aber in einigen Monaten werdet ihr zurückblicken und denken, Wow, mein Deutsch ist wirklich besser geworden. und das ist ein wunderschönes Gefühl. Bevor wir uns verabschieden, ist es Zeit für unseren Lieblingsteil der Folge. Genau, denn jetzt kommt Alex. Sie erklärt wichtige Wörter aus der heutigen Episode. Mit einfachen Erklärungen und Beispielen. Also Alex, die Bühne gehört dir. Alex, was hast du heute für uns vorbereitet? Hallo zusammen, ich bin Alex. Schön, dass ihr noch dabei seid. Heute schauen wir uns einige wichtige Wörter aus dieser Folge an. Wie immer erkläre ich die Bedeutung, gebe ein Beispiel und danach könnt ihr das Wort wiederholen. Einfrieren. Einfrieren bedeutet hier, dass man plötzlich nicht mehr sprechen kann, weil man nervös ist. Zum Beispiel, ich friere oft ein, wenn ich Deutsch spreche. Einfrieren. Noch einmal, einfrieren. Mut. Mut bedeutet, dass man etwas macht, obwohl man Angst hat. Zum Beispiel, sie hatte den Mut, mit Deutschen zu sprechen. Mut. Noch einmal, Mut. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass man an sich selbst glaubt. Zum Beispiel, durch Übung bekam er mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Noch einmal, Selbstvertrauen. Fortschritt. Fortschritt bedeutet, dass man besser wird. Zum Beispiel, nach einigen Monaten machte sie große Fortschritte im Deutschen. Fortschritt. Noch einmal, Fortschritt. Herausforderung. Eine Herausforderung ist etwas Schwieriges, das man schaffen möchte. Zum Beispiel, Deutsch sprechen war am Anfang eine große Herausforderung. Herausforderung. Noch einmal, Herausforderung. Üben. Üben bedeutet, etwas immer wieder zu machen, um besser zu werden. Zum Beispiel, ich übe jeden Tag 10 Minuten Deutsch. Üben. Noch einmal, üben. Flüssig. Flüssig bedeutet, eine Sprache leicht und ohne viele Pausen zu sprechen. Zum Beispiel, sie spricht schon sehr flüssig Deutsch. Flüssig. Noch einmal, flüssig. Sehr gut. Versucht heute einige dieser Wörter in euren eigenen Sätzen zu benutzen. Habt keine Angst vor Fehlern.
Je öfter ihr sprecht, desto leichter wird Deutsch. Und denkt immer daran, perfekt muss man nicht sein. Mutig schon eher. Bis bald. Vielen Dank, Alex. Das war wie immer sehr hilfreich. Ja, danke, Alex. Ich lerne jedes Mal selbst etwas Neues. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, unterstützt gerne unseren Podcast. Und schreibt uns in die Kommentare, wann friert ihr beim Sprechen ein? Und was hilft euch, mutiger Deutsch zu sprechen? Wir freuen uns auf eure Antworten. Passt gut auf euch auf. Und denkt immer daran, hört auf einzufrieren und fangt an zu sprechen. Hört auf einzufrieren und fangt an zu sprechen. Tschüss und bis bald. Bis zur nächsten Folge beim German Vibes Podcast.